Hallöchen da draußen oder wer auch immer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video seit langem. In diesem Video gehe ich weiter auf mein letztes Video ein, wo wir Links erstellt haben. Hier werden wir uns damit auseinandersetzen, wie wir verschiedene Dinge verlinken und was uns diese Funktion noch für Möglichkeiten bietet. Also bis gleich nach dem Intro. Erstmal nachträglich ein frohes neues Jahr. Es kam ewig kein Video mehr aufgrund von viel Schulkram, Praktikum und Baum sowie ein bisschen Etepetete. Ach, ihr wisst ja, dass ich so gut wie nie regelmäßig Videos mache, da ich nicht einfach ein Video hochladen will, weil ich es muss, sondern weil es mir Spaß macht und ich für kreative Gedanken mich in meiner Technikhöhle zurückziehe und versuche ein Raspberry Pi das Drucken beizubringen. Aber das ist eine andere Geschichte. Schreibt mir sonst in die Kommentare, wenn ihr unbedingt Linux-Tutorial benötigt. Aber nun geht es weiter mit einem weiteren HTML-Tutorial. Also holt euren Texteditor raus und genießt das seltenste Entertainment-Tutorial auf YouTube zum Thema Links. Wir haben im letzten Video einen Link erstellt und eine zweite Unterseite verlinkt. Allerdings könnt ihr viel mehr als nur eine HTML-Datei damit verlinken. Zum Beispiel könnt ihr euch eine PDF-Datei verlinken, indem ihr euch in euer Verzeichnis zu der PDF-Datei navigiert. Um einen Ordner zurückzuspringen, gebt ihr // ein und um in einen Ordner oder Verzeichnis euch zu bewegen, gebt ihr / und die Datei bzw. den Ordnernamen an. Vergesst allerdings nicht die Dateiendung zu schreiben, wie zum Beispiel .pdf, damit der Browser erkennt, um was für eine Datei es sich handelt. Das gleiche Prinzip könnt ihr auch für andere Dateien wie zum Beispiel Bilder benutzen. Um die Datei aber zu downloaden, wenn man auf den Button drückt, schreibt man in den A-Tag zusätzlich noch Download. Damit wird die Datei gedownloadet, wenn ihr auf den Button klickt. Manchmal möchte man aber einen Link auch in einen neuen Tab öffnen. Dafür gebt ihr einfach in den A-Tag Target gleich und dann ein Gänsefüßchen unterstrich blank ein. Damit wird die Datei oder die Seite, die ihr verlinkt habt, in einen neuen Tab geöffnet. Natürlich könnt ihr auch in einen A-Tag eine ganz normale URL verlinken, indem ihr einfach unter href den Link eingibt. Ihr könnt aber auch IDs verlinken, womit ihr auf der Seite zu bestimmten Punkten springen könnt. Dafür müsst ihr auf der Seite natürlich eine ID auf ein Objekt, wie zum Beispiel eine Diffbox, vergeben haben. Wie ihr dies macht, behandle ich in einem anderen Video, das in der Infokarte verlinkt ist. Nun müsst ihr nur noch unter href mit Hashtag und den ID-Namen die ID verlinken und nun wird, wenn ihr auf den Link klickt, zu der ID hingescrollt. Ihr könnt aber auch mit dem A-Tag E-Mails versenden bzw. den E-Mail-Client öffnen lassen, wo eure E-Mail, wohin die Nachricht gehen soll, schon direkt eingetragen wird. Dafür gebt ihr Mail-to und die E-Mail-Adresse an unter href. Wenn man nun auf den Button klickt, wird der installierte E-Mail-Client auf den Computer geöffnet und die E-Mail unter Mail-to eingetragen. Das waren jetzt einige Möglichkeiten, die man mit einem A-Tag verlinken kann. Dies waren aber noch längst nicht alle. Da man dies nicht alles in ein Video reinbekommt, habe ich euch unten in der Beschreibung eine Seite von Self-HTML verlinkt, wo noch viele weitere Möglichkeiten gezeigt werden. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen oder in irgendeiner Form weitergeholfen. Folgt mir auf Twitter, worüber ihr über neue Videos informiert werdet und auch über den aktuellen Entwicklungsstand eines Videos. Zudem könnt ihr auch auf meinen Discord-Server joinen, worüber ihr mir weitere Fragen, Videovorschläge geben könnt. Bewertet dieses Video und meinen Kanal und ich würde sagen, bis zum nächsten Video im Jahr 2018. Haut rein!